So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es wieder einen neuen Statusbericht. Ihr wisst ja, beim letzten Mal haben wir uns intensiv mit dem Thema Abstellgleisabriss oben am Bergdorfbahnhof beschäftigt, wo ja Lilly und ich zusammen um Weihnachten herum da ein Abstellgleis abgerissen hatten, eben um mehr Landschaft zu gewinnen. Also es waren doch ein bisschen zu viele Gleise, beziehungsweise auch es wurden dann zu viele Mauern. Deswegen einfach, um ein bisschen mehr Landschaft zu gewinnen, haben wir das einfach gemacht. Und wir haben auch schon die ersten Gehversuche mit dem Geländekrepp von noch gemacht. Deswegen, da haben wir ein paar Teile der Landschaft schon eingepackt, einfach um zu gucken, wie das Ganze aussieht. Und genau da würde ich gerne heute anknüpfen, weil wir es ja nicht geschafft haben, das letzte Mal und auch nicht im letzten Jahr, das gesamte Gelände am Neubauteil einzupacken. Machen wir es diesmal. Deswegen, ich war auch schon fleißig und habe schon einen größeren Teil auch schon eingepackt. Und wir werden gemeinsam dann den großen Berg einpacken. Und da freue ich mich wirklich sehr, weil man sieht schon wirklich sehr, sehr gut, wenn man es eingepackt hat, wie dann die Konturen des Berges sind, ob er gelungen ist oder auch nicht. Also ich muss sagen, es ist eine tolle Beschäftigung, deswegen die machen wir gemeinsam. Und danach würde ich sagen, machen wir noch die restlichen Gleisböschungen fertig, auch an der Hauptstrecke beim großen Berg, weil da haben wir nur im Tunnel damals das schön säuberlich gemacht. Jetzt machen wir es auch die restliche Strecke, damit es auch das Thema abgeschlossen ist, weil die kleine Bergstrecke, sozusagen die eingleisige Strecke, die ist ja fertig. Eben im Zuge des Abrisses haben wir das fertig gemacht. Und jetzt folgt auch die Bergstrecke. Und dann würde ich sagen, bevor wir überhaupt loslegen, zeige ich euch einfach den zweiten Teil meines Rollmaterialkaufs, weil ich habe ja vor Weihnachten und nach Weihnachten noch ein bisschen am Gebrauchtmarkt eingekauft. Und da haben wir letztes Mal uns die Loks vorgenommen. Heute sind die Wagen dran und da wünsche ich natürlich ganz viel Spaß dabei. So, und dann fangen wir direkt an mit dem gebrauchten Rollmaterial, was ich vor und nach Weihnachten gekauft hatte, eben auf den einschlägigen Gebrauchtmarktseiten. Und da habe ich hier schon den ersten Kollegen hier. Ich habe es mal ein bisschen scharf gemacht. Und zwar ist es die Nummer 47016 von Märklin, ein Epoche 5 Rungenwagen mit Betonschwellen beladen. Passt natürlich perfekt in so Epoche 5, Epoche 6 und gerade so Betonschwellen, dass man ein bisschen quasi die Holzschwellen auf der Anlage, die ihr hier überall seht, mal im Bahnhofsbereich oder auf der Strecke mal neu gemacht werden. Ich glaube, das ist ein schöner Bauzug oder sowas dann. Kann man immer gebrauchen. Fand ich cool und habe ich mitgenommen. Dann mal was anderes, nämlich ein Wagenset. Nämlich die Nummer 47580 von Märklin in der MHI-Edition. Das sind gealtete Containertragwagen in der Epoche 6. Von dem her mal was ganz anderes habe ich nämlich noch gar nicht in der Hinsicht, aber der Preis war einfach sehr, sehr gut. Und eben, weil ich sowas noch nicht habe, so Containerzüge oder Containerwagen, habe ich gedacht, da schlage ich zu. Weil auch in der Oberpfalz fahren doch einige Containerzüge und ich würde sagen, das passt doch ganz gut. Dann als nächstes ein Mitteleinstiegswagen mit der Nummer 43165, auch von Märklin, mit LED-Innenbeleuchtung. Das war zweite Klasse, das ist jetzt zweite und erste Klasse, auch ein Mitteleinstiegswagen mit der Nummer 43125. Und dazu passend noch einen schönen Steuerwagen mit der Nummer 43335, auch von Märklin. Kann sogar DCC, das war mir wichtig. Und so hat man einen schönen Zug, passt nämlich sehr gut zu den Ozeanblau-beigen 218ern, habe ich mir gedacht. Deswegen, da habe ich auch zugeschlagen. So, und jetzt würde ich aber sagen, befassen wir uns mal mit dem Thema Berg einpacken. Da ist ja ein bisschen was passiert und ich würde sagen, wir gehen es an. So, und ihr seht, es ist eingepackt, sieht gleich viel besser aus und auch ohne das zweite Abstellgleis. Und ja genau, auch hier oben ist eingepackt, schön mit den Wellenlinien. Ich glaube, dann sieht es noch ein bisschen natürlicher aus. Und ich würde sagen, wir packen jetzt gemeinsam einfach den großen Berg hier ein. So, und jetzt zeige ich euch mal kurz, wie man das Ganze am besten einpacken kann. So sieht dann so ein Kreppteil erstmal aus. Das gibt es auch in wirklich Rollen hiervon noch. Soll überhaupt keine Werbung sein, aber es ist auch immer was in diesen Terraform-Paketen, ist immer wirklich was mit drin. Von dem habe ich da noch ein paar Sachen übrig gehabt. Die nutze ich natürlich erstmal. Und was interessant ist bei dem Material, ihr seht, diesen letzten Endes haben hier so Linien drin, sind so geriffelt, deswegen von der Seite hier aus lässt sich das wirklich sehr gut
biegen oder wellen. Von der anderen Seite aus ist es dann sehr, also starrer zumindest dann, ein bisschen steifer. Und das kann man sich zunutze machen. Also letzten Endes, wenn man dann sagt, man möchte hier den Berg so rund haben, dann kann man das so benutzen oder eben so, wenn jetzt zum Beispiel hier Berg hoch geht oder sowas. Und das machen wir jetzt einfach mal, zeige ich euch mal. Ich würde es jetzt einfach mal hier so einen großen Teil hinmachen. Man kann es natürlich auch viel kleinschichtiger machen, dass es dann noch filigraner ist. Ich spare mir da mal ein bisschen Arbeit. Ich glaube, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Wichtig ist einfach nachher, dass die Konturen dann so ein bisschen passen, dass man einfach auch sieht, dass es ein Berg ist. Ja, und so haben wir jetzt unser erstes Blatt hingemacht und ich würde sagen, so machen wir einfach weiter. Ja, und so sieht der Berg jetzt fertig eingepackt aus. Wahnsinn, sieht doch cool aus. Also man sieht jetzt auch wirklich viel besser so ein bisschen die Terrassen und so einfach die Konturen des ganzen Berges, wenn ich auch mal ein bisschen rausgehe. Also ist wirklich auch eine coole Aufgabe, weil man hat mit relativ wenig Aufwand, also es ist nicht kompliziert, also zeitaufwendig ist alles fast im Modellbau oder bei der Modelleisenbahnanlage, aber man sieht relativ viel bei dem
einpacken. Und vorher konnte man sich ja vielleicht nicht so ganz vorstellen, wie eben mit dem ganzen Gerüst dann der ganze Berg ungefähr sein wird. Aber jetzt wird es dann wirklich klar. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Hoffe euch auch. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Ja, und als einen der letzten Schritte für heute würde ich sagen, lasst uns das Thema ja, Gleisbettungen oder Gleisböschungen vielmehr hier ein bisschen vornehmen, weil ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, bei dem ganzen Thema Tunnelbearbeitung, also wo wir die ganzen Thema Tunnel hingesetzt hatten und auch diese Innenraumverkleidung angebracht hatten. Das war eines der ersten Schritte, die eigentlich mit dem Berg generell zu tun hatten. Da haben wir auch direkt hier innen zumindest diesen Abschnitt dann schon fertig gemacht. Eben hier diesen Streifen weggemacht, der hier bei dem zweigleisigen Abschnitt eben von Mehrkümmer mit dabei war. Und dann auch außen die Böschungsstreifen hingemacht und auch innen drin auch so einen Papierböschungsstreifen, kann man dazu sagen. Und das fehlt jetzt hier noch. Also ihr seht, hier ist noch abgeschnitten. Hier in der Mitte ist es noch gleich hoch, eben wie das Gleisbett als sich. Oder als solches. Und das würde ich jetzt einfach genau gleich machen, damit wir hier auf jeden Fall auch fertig sind. Weil wir haben ja jetzt bei dem ganzen hinteren Teil, das haben wir jetzt ja alles beim letzten Mal schon fertig gemacht. Das ist ja wirklich komplett eingesäumt mit den Böschungen. Und ich würde sagen, das holen wir jetzt hier einfach bei der Bergstrecke nach. Und dann, wisst ihr ja, gibt es von Merkur dann quasi so, ja, also wie gesagt, soll keine Werbung sein, so Papier eben mit diesen Schotterkügelchen drauf. Und da würde ich erstmal in der Mitte so Streifen hinmachen. Kennt ihr ja, ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf, weil das kennt ihr aus einem anderen Video ja schon. Und danach können wir nämlich dann solche Böschungsstreifen hernehmen und die an links und rechts bzw. auch innen hinkleben. Und dann sind wir schon fertig. So, und ich habe jetzt eben noch kurz den Kork, den ich jetzt rausgerissen habe, aus Versehen noch mit der Bettung quasi eben noch kurz mit Heißkleber festgemacht. Und jetzt habe ich mir aus dem Papier so Streifen ausgeschnitten und die klebe ich jetzt einfach hier fest in die Mitte. So, und das haben wir jetzt erledigt. Und jetzt können wir die Böschungsstreifen noch nehmen. Dazu nehme ich so einen Spezialkleber extra, den es dazu gibt. Und jetzt kleben wir links und rechts und in der Mitte jeweils die Streifen hin. Ja, und so sieht das fertige Ergebnis aus. Kann sich doch wirklich sehen lassen. Gefällt mir richtig gut. Und das Einzige, wo wir jetzt noch ein paar Sachen zu tun hätten, wären jetzt hier das Thema mit den offenen Stellen bei den Weichen, wo dann halt das Styrodur oder Styroplastmaterial rauskommt. Aber das können wir dann in der Ausgestaltung der Anlage nachher nochmal nachschottern. Da gibt es sowieso so ein paar kleine Stellen, wo man dann nochmal sozusagen selber nachschottern muss. Aber ich glaube, fürs Erste, das passt wirklich sehr, sehr gut. Gefällt mir wirklich. Und dann haben wir wirklich einiges geschafft, muss man dazu sagen. Also ich nehme auch immer übrigens für die Böschungsstreifen, damit die auch wirklich dann schön halten, immer alles Mögliche, was sich links und rechts der Anlage so finden lässt an Materialien. Ich blende euch da mal ein Bild ein. Ist eigentlich immer ganz lustig. Und ja, ich würde sagen, mit diesen Bildern verabschiede ich mich bei euch. Ich würde sagen, gehen wir noch kurz zum Berg, weil da haben wir wirklich auch einiges geschafft. Und ach so, ja, ich habe euch ja beim letzten Mal auch erzählt, dass ich ein bisschen am Durchforsten des Internets bin, wie man da am besten diese Felselemente dann gestaltet. Und da bin ich auch fündig geworden, habe da eine Bestellung aufgegeben, die sollte auch demnächst ankommen. Deswegen, dann können wir uns doch beim nächsten Mal mit den Felselementen beschäftigen. Ich freue mich drauf und wünsche euch erstmal einen schönen MOBA-Sonntag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal, gell? Tschüss!